Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns auf dem YouTube-Kanal. Ich bin die Smilla. Ich bin der Max. Und wir möchten euch heute unsere BHQ-Modelle etwas näher bringen. Wie in jedem Video, Max. Erstmal der Pocket-Check. Was hast du dabei? Ja, ich habe heute meinen Mini-Wiener dabei. Das ist doch kein Wiener. Das ist ein Wiener. Okay, da kann ich nicht mithalten, aber ich habe mir sagen lassen, es kommt nicht auf die Größe an. Wo wir gerade dabei sind, machen wir doch einfach mit den Wienern weiter. Und zwar ist das Blade HQ Wiener Warrior. Und wie man unschwer erkennen kann, ist das ein Hotdog. Genau, das hier ist halt die Mini-Variante. Hier vorne haben wir die etwas andere Version, dazu kommen wir aber später im Video. Bevor wir mit dem BHQ Exclusive starten, gibt es ja noch eine Kleinigkeit, die wir unserem Publikum noch schuldig sind. Bei unserem letzten Halbieren oder Verlieren Video habe ich gegen die Kollegen von UG Tools gespielt und leider verloren. Dafür hat einer von euch ein Böker Bronco gewonnen. Und der Gewinner ist Pascal Buhmann 5935. Bitte melde dich bei der info@boker.de und dann lassen wir dir gerne deinen Böker Bronco zukommen. Herzlichen Glückwunsch in dem Sinne und wir machen weiter. Jo, fangen wir mal auf der Seite an. Hier haben wir nämlich eigentlich unser typisches Kalaschnikow-Modell, nur was glaube ich die wenigsten wissen, wir haben das auch in einer manuellen Variante, was ziemlich cool ist. Also das heißt mit Flipper und Buttonlock. Das heißt, man hat die ganze Komplikation nicht, das ist in Deutschland ein Springmesser. Ne? Es ist natürlich trotzdem noch ein Einhandmesser, also jetzt nicht unbedingt frei führbar, aber es macht noch mehr Spaß, wie ich finde. Und um den ganzen Platz jetzt hier zu füllen, haben wir viermal das gleiche Messer dahingelegt oder? Nee, haben wir nicht. Was hat es damit auf sich? Es gibt tatsächlich zwei unterschiedliche Klingenformen. Ne? Also einmal hier so eine Dagger Blade, die ist natürlich nur angedeutet, ne? Damit man sich auf zugeklappt nicht schneidet. Und dann nochmal eine normale Droppoint-Klinge, die halt wirklich nur einen einseitigen Schliff hat. Und das Ganze haben wir dann auch nochmal in Stonewash, wie hier. Und in Schwarz glänzen. Ne? Also ist eigentlich für jeden was dabei, der Schwarz mag. Machen wir mal weiter mit den kleinen Dingen im Leben. Wir haben noch das Stubby Strike, das kennt ihr ja auch von uns. Das hier ist aber deswegen Blade HQ Exclusive, weil es eben deren Desert Warrior Pattern ist. Das heißt, wir haben ja diese bronzefarbene Klinge und hat den grünen Griff. Sieht schon sehr geil aus, wie ich finde. Das ist eben Blade HQ exklusiv, also die Farbe in dem Fall. Das Teil ist übrigens in der Schweiz legal, deswegen kommt diese seltsame Größe zustande. Genau. Was hast du da liegen? Ich habe hier einmal das BHQ Compact mit Buttonlock und blauen Details. Beschichteter D2-Klinge, ist ein Design von Jesper Box. Wir hatten früher mal ein ähnliches Modell in unserem Sortiment mit blanker Klinge. Ja, genau. Und das hatte eine silberne Klinge, das Exklusive jetzt ist, dass es halt eine schwarze Klinge hat. Deswegen ist eine Blade HQ-Version. Wie gesagt, mit Buttonlock, ganz im Sinne der des BHQ-Stils. Genau, wir selber machen das Ding nicht mehr. Also bei uns ist schon lange discontinued. Das heißt, wer noch eins haben will, jetzt vielleicht die letzte Gelegenheit. Gut, machen wir weiter. Die beiden steche ich mir schon echt ins Auge. Und du hattest gerade eben schon was off-camera dazu gesagt. Ja, das ist auf jeden Fall das Allergeilste. Das ist nämlich die Mace Windu Edition. Also wie man schwer erkennen kann, an Lichtschwert angelehnt, auf Star Wars natürlich. Dann müssten wir eigentlich noch so einen coolen Sound einblenden, ne? Ja, also geile lila beschichtete Klinge mit einfach einem blank gelassenen Alugriff. Ne, mit Max, nicht einfach nur geile lila beschichtete Klinge. Metallic lila beschichtet, das ist was ganz Besonderes. Auf Never. Ja. Ja, darf man nicht vergessen. Ja, hat eine D2-Klinge. Ansonsten sehr geiles Teil, glaube ich mir. Dann mache ich mal weiter mit dem Kalaschnikow in lila, auch wieder mit Buttonlock, schön beschichteter lilaner Klinge, auch wieder aus D2-Stahl. Das Nette an diesen Messern ist, auch bei dem, was du dir gerade eingesteckt hast, dass es hier hinten am Klingenrücken nochmal eine kleine Sicherung hat. Das heißt, selbst wenn ihr das Messer bei euch in der Hosentasche tragt und zufällig irgendwie mit dem Knopf irgendwo gegenkommt, habt ihr immer noch die Sicherheit, dass sich die Klinge nicht einfach so in der Tasche öffnet und ihr euch im schlimmsten Fall selbst verletzt. Auch wieder mit Deep Carry Clip, mit netten lila Details als Klingenachsschraube und Griffschrauben. Also für jeden, der so ein bisschen was Buntes haben möchte für den Alltag, ist das auf jeden Fall eine gute Wahl. Genau, die Sicherung funktioniert übrigens auch im geöffneten Zustand. Das heißt, wenn das Messer offen ist, ich dann den Riegel nach vorne schiebe, kriege ich es auch nicht mehr zu, falls das irgendjemand interessiert. So, dazu sei gesagt, alles was jetzt hier liegt, auch die Springmesser sind unter 8,5 cm, das heißt, die sind auch in Deutschland erlaubt, solange man mittlerweile einen triftigen Grund dafür hat. Das, was hier liegt, leider nicht. Das heißt, das ist nur für unsere österreichischen
oder sonstigen ausländischen Kunden interessant. Ist in Deutschland leider komplett illegal, aber wir wollten es uns euch trotzdem nicht vorenthalten. Das sind nämlich die XXL Kalaschnikows. Ja, ist mal eine Ansage. Haben wir in Schwarz, Desert Warrior und natürlich in Smillers Lieblingsvariante. Ja. Der Wiener. Genau, der Wiener kommt auch noch in einer sehr geilen Box. Das tun die übrigens alle in allen Größen. Also wer noch ein bisschen Imbissstand-Flair haben möchte, ist hier auf jeden Fall gut aufgehoben. Die Box sieht übrigens so aus, weil es angelehnt ist an das Kalaschnikow-Magazin. Kalaschnikow vom russischen General, Herr Kalaschnikow. Also da auch nochmal nette Info nebenbei. Das war's jetzt eigentlich auch schon wieder. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat, dass es euch neugierig gemacht hat und ihr euch jetzt mal bei uns im Shop ein bisschen austoben könnt. Genau, und bei all den Sachen heißt es auf jeden Fall schnell sein, weil die Exclusives haben wir immer nur in geringer Stückzahl verfügbar. Und wir wissen auch nicht, wann die wiederkommen. In diesem Sinne möchten wir euch auch noch mal kurz darüber informieren, dass wir auch ein Instagram, ein YouTube und einen Facebook-Account und Kanal haben. Also schaut doch auch da gerne mal vorbei. Wir halten euch stetig auf dem Laufenden. Vor allem für das junge Publikum ist da immer was Nettes mit dabei. Liked gerne das Video, lasst einen Kommentar da, ob euch das gefallen hat, ob es euch neugierig gemacht hat. Abonniert, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!